Mit einem selbst ausgebauten Land Rover über 1000 Kilometer. Von England über Wales bis nach Irland. Das ist extremst geil hier. Und das Weiß ist toll, gerade in der Sonne. Oh, das leuchtet. Familie Maus aus Siegburg sucht einsame Stellplätze. Das ist das, was wir uns vorstellen vom Camping in der Natur. Für diese Freiheit beim Campen, das ist genau der Grund, was wir auch unserer Kleinen vermitteln wollen. Astrid und Thorsten kennen und lieben sich schon seit 16 Jahren. Thorsten war mit 15 Austauschschüler in Wales und darf nochmal in die noble Privatschule. Ich finde das mega cool, dass du den noch erkennst, einfach nach 20 Jahren. Astrid hat mal in Dublin gelebt. Das Trinity College fasziniert sie. Mega beeindruckend. Toll. Toll hier zu sein. Ja. Eine Campingreise auf den Spuren ihrer Vergangenheit. Startpunkt der Reise Dover. Die Klippen und die Burg sind die Wahrzeichen der Küstenstadt. Astrid, Thorsten und ihre Tochter Fenja sind gerade mit der Fähre aus Frankreich angekommen. Jetzt haben sie einen konkreten Wunsch. Essen, Fish and Chips. Ja, ich freue mich. Ja. Sammelst du sie ein? Papa. Der Tisch ist reserviert. Im ältesten Pub von Dover. Was reizt sie am ersten Teil ihrer Reise? Also Nummer 1, Land Rover, England, man verbindet das miteinander. Das ist halt einfach cool zu sagen, wir bringen den jetzt mal nach Hause. Und wir nutzen es natürlich auch zur Durchfahrt nach Irland. Irland ist meine zweite Heimat persönlich, weil ich da studiert habe. London war irgendwie das, da war ich mal, auch nur kurz. Aber nie, dass ich jetzt gesagt habe, ich habe jetzt England gesehen. 5 Ziele hat sich Familie Maus vorgenommen. Von Dover aus zur berühmten Universitätsstadt Cambridge. Dann geht's in den legendären Nationalpark Snowdonia. Und weiter an der walisischen Nordküste entlang ins Seebad Colvin Bay. Zum Schluss nehmen sie die Fähre über die irische See. Zum Ziel ihrer Reise Dublin, der Hauptstadt Irlands. Over there, Fish Chips. Oh, das sind andere Pommes, das ist ja cool. Fruit. Geil. Thanks. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe hier. Fish and Chips, richtig lecker. Astrid hat alle Stellplätze vorher reserviert. Ihr erster Campingplatz ist nur 10 Minuten vom Zentrum entfernt und liegt traumhaft an den Klippen von Dover. Hello. Hi, How are you doing? we're the family mouse. I'm Anna. Anna, yes, so Nice to meet you. Since when do you have the place here? Astrid möchte mehr über den Platz wissen. Annas Vater und Onkel haben ihn 2005 gekauft. Von Anfang an arbeitet die ganze Familie mit auf dem Platz. Der Campingplatz ist groß, fast so groß wie 35 Fußballfelder. Umgerechnet 26 € zahlt die Familie pro Nacht. Das Konzept? Es gibt keine abgesteckten Stellplätze. Jeder kann stehen, wo er will. So, passt? Passt. Watson nennt das Paar seinen Land Rover, nach dem treuen Gefährten von Sherlock Holmes. Vor 4 Jahren haben sie das 15 Jahre alte Auto gekauft und 80.000 € dafür bezahlt, inklusive Umbau. Im Hubdach schlafen Astrid und Thorsten. Unten im Auto Fenja. Ja, wir lieben das Auto, weil es halt einfach klein ist. Das Auto hat Charme, auch wenn es rostig ist. Hat es aber auch irgendwie Charakter und es macht einfach Spaß, mit dem unterwegs zu sein. Man wird angesprochen und die Community ist der Hammer. Den Umbau haben sie selbst gemacht. Thorsten ist der Schrauber und kauft gerne Extras, wie die 270-Grad-Markise. Es gibt so eine kleine Säule mit Elektroanschlüssen, mit ein bisschen Licht und einer Standheizung drin und dann eben ein Kühlschrank. Diese Küchenbox, die haben wir dann halt nachgerüstet. Dann ist quasi aus der Innenküche alles in diese Außenküche gewandert. Wir haben hier so einen Schuhschrank uns gekauft. Also das heißt auch Handtücher und tatsächlich ein bisschen Schuhmaterial, auch Gummistiefel, weil in Irland ja bekanntlich das Wetter doch sehr wechselhaft ist. Stauraum, wir haben noch auf der einen Seite noch ein paar Taschen. Ich glaube, die Orgie mit den Taschen habe ich angefangen, oder?
Ja. Ja. Und bei uns ist Thorsten der Taschenenthusiast. Nicht ich. Abendessenzeit. Es gibt Kartoffelsuppe, mitgebracht aus Deutschland. Campen ist es nett. Das ist so ein bisschen dann halt so die Idee mit Einfachheit. Ne? Also zu Hause kann man halt irgendwie immer essen gehen. Und hier ist halt einfach. Es ist simpel, es ist gut. Die Familie käme auch ohne die Einrichtung eines Campingplatzes aus. Sie reisen autark. Für alle anderen Notwendigkeiten, also neben Wasser und Strom, ne? Also wenn man mal halt fürs große oder kleine Geschäft muss, da haben wir halt eine Trockentrenntoilette und das kleine Töpfchen. Und wie gefällt Ihnen der Platz? Mega geil, oder? Das ist echt eine nette Aussicht. Richtig, richtig schöner Da Campingplatz. hinten ist Frankreich, da drüben konntest du sogar dieses wildromantische AKW sehen von den Franzosen. Gute Nacht. Ich wünsche dir süße Träume. War ein schöner Tag, ne? Der nächste Morgen. Es ist sonnig und Familie Maus hat nur ein Ziel. Heute wollen wir uns die weißen Klippen angucken. Ich erinnere mich daran, dass ich die zuletzt in einem Kinofilm mal gesehen hatte. Ich meine, es war die Darkest Hour. Die weißen Klippen sind einfach so besonders, weil wo sieht man das? Es ist irgendwie, verbindet man das mit England und deswegen müssen wir da einfach hin. Vom Campingplatz sind es knapp 5 Minuten zum Parkplatz. Von dort kommt man direkt an die Klippen. Der britische Linksverkehr ist ungewohnt für Thorsten. Fahr, falsche Seite, nein! Oh, Scheiße! Oh Gott! Scheiße! Der Papa ist auf die falsche Seite gefahren. Der Papa hat geschlafen. Siehst du, das ist das, ne? Wenn du keinen Verkehr siehst. Oh, das ist so gefährlich. Oh, wie schön. Guck mal, ein weißer Watson. Und da sind auch welche. Die sprechen wir doch an. Land Rover-Fans unter sich. Statt Hubdach hat dieses Modell eine Aufsitzkabine. Hi! Auch aus Deutschland, glaube ich, oder? Siehst du mal im Kennzeichen? Ja, genau. Ja, wir haben gerade den wunderschönen Defender gesehen. Richtig cool. Okay. Toller Ausbau. Jochen und seine Frau Karin kommen aus Offenburg. Die nächsten 6 Wochen werden sie unterwegs sein. Ach, da ist sogar eine Dusche. Ja, der ist ein PKW unserer. Darf ich mal reinlinsen? Ja, klar. Boah, ist das cool. Mega schick. Diese Wohnkabine ist schon ein Traum. Übernachten im Dachzelt, das war Karin irgendwann zu kalt. Diesmal wollte sie bei ihrer Reise mehr Komfort. Wo geht ihr hin? Was habt ihr vor? Für uns geht's nach Irland. Sehr schön, sehr schön. Und ihr? Wir gehen nach Schottland. Wir sind gestern Abend hier angekommen Ja. und gehen jetzt heute Und auf zieht dem dann Weg so. ganz langsam nach Schottland. Ja, okay. Genau. Dann viel Spaß. Euch auch. Gute Fahrt. Schön, ebenfalls. Gute Fahrt. Hat mich gefreut. Schottland, das würde auch Familie Maus gefallen. Tschüss. Aufbruch zu einem der spektakulärsten Naturerlebnisse im Südosten Englands. The White Cliffs of Dover. Der Zugang ist kostenlos. Kurz für Papa. Hi. Hab dich lieb. Oh, ist das schön. Das ist ja richtig schön. Richtig schön. Die Ursprünge dieser Kreidefelsen liegen über 70 Millionen Jahre zurück. Das ist eine schöne Wanderung. Und das Weiß ist toll, gerade in der Sonne. Oh, das leuchtet. Von Dover geht es heute noch gut 180 Kilometer an London vorbei in Richtung Norden. Nach Colchester. Dort wollen sie für eine Nacht auf einem Naturstellplatz bleiben. Astrid und Thorsten haben sich über sogenannte Off-Grid-Plätze informiert. Camper können in England auf privaten Grundstücken in der Natur stehen. Reservieren und bezahlen läuft online. Die Koordinaten hat Thorsten auf dem Handy. Warte mal. Ah, ich weiß es. Sind wir falsch gefahren? Ja. Also ist das dann da ganz hinten rechts? Also entweder sind wir falsch gefahren oder ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, wir fahren zurück.
bleiben jetzt hier stehen, ne? Dann ist das in der Sonne ja Das alles ist gut. okay. Ist ja auch nett. Das ist okay. Weit und breit kein anderer Camper. Nur Natur. Kein Problem für Astrid und Thorsten. Sie sind ja autark. Umgerechnet 35 € zahlen sie für die Nacht. Das muss man halt einfach wissen, ob man diesen Preis in Kauf nehmen möchte für das, was man hier bekommt, nämlich einen Naturparkplatz. So, machen wir Marshmallows? Ja! Im Urlaub darf Fenja etwas länger aufbleiben. Nicht so getaktet sein wie in ihren Jobs als IT-Berater und Vertriebsmanagerin. Darauf legen Astrid und Thorsten Wert beim Campen. Das wichtigste Ziel für die Tage und warum wir das auch hier machen, für uns als Familie ist es einfach Zeit für uns. Und das ist halt dann auch, was im Alltag zu kurz kommt, weil das muss funktionieren. Und hier darf es halt aber auch mal einfach 10 Minuten länger dauern. Und dann ist es halt so. Deswegen campen wir. Und deswegen mögen wir das, dass wir diese Freiheit beim Campen haben. Das ist genau der Grund, was wir auch unserer Kleinen vermitteln wollen. Dass es alles so seinen Zeitrahmen hat, aber in dem sind wir halt irgendwie frei. Und? War gut? Sieht so aus. Morgen wollen sie in den Westen Großbritanniens. Auf dem Weg legen sie einen Stopp in Cambridge ein, der Universitätsstadt. Und am Nachmittag geht's dann weiter nach Snowdonia in Wales. Aufbruch am nächsten Morgen. Heute fahren wir nach Cambridge, alte Universitätsstadt. Wollte ich unbedingt mal gerne sehen, als schicke alte Uni. Und die entdecken wir heute mal. 1,5 Stunden Fahrt bis zu der Stadt, in der fast 20% der Einwohner Studierende sind. Okay, also erstmal hier komplett runter. Es ist nicht mehr weit bis zur University of Cambridge. Eine der ältesten und renommiertesten Universitäten der Welt. Und Touristen-Hotspot. Boah, hier ist es gerade echt mega voll. So. Ja, du hast recht, Fenja, auf dem Bürgersteig. Gehen wir mal darüber. Ja, hier Es ist nur gerade so voll, Maus. hier ist es ein bisschen touristischer. Das ist mir ein bisschen zu wuselig gerade hier an der Stelle. Und da kommt der nächste Touriststrom. Ah. Also raus aus dem Gewusel und rein in ein romantisches Erlebnis. Astrid und Thorsten haben eine Tour reserviert, die man eigentlich aus Venedig kennt. Eine Gondelfahrt auf dem Fluss Cam. 24 Pfund, knapp 28 € kostet die Fahrt pro Person und Stunde. John ist der britische Gondoliere. Er spricht auch Deutsch. Okay, so jetzt fangen wir an. Jetzt sehen wir Clare Bridge, Clare Brücke, und es gibt schöne Kügel darauf. Aber links, es fehlt ein Teil. Und die Geschichte ist, dass der Architekt wurde nicht voll bezahlt. So er sagte, ja, na gut, wenn ich kriege nicht mein ganzes Geld, kriegen Sie nicht Ihre ganze Brücke. Ah. Das ist richtig schön. So stelle ich mir Venedig vor, ne? So schön romantisch und mit den Brücken. Und touristisch erschlossen. Touristisch erschlossen. Ja, aber es ist echt schön. Richtig cool. Es ist wirklich schön. Das ändert sich jetzt. Englisches Wetter, womit die beiden schon länger gerechnet haben. Eine Bootsfahrt bei Dauerregen, das macht keinen Spaß. John, vielen, vielen Dank. Nein, danke auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Und wir kommen einfach noch mal wieder bei schönerem Wetter. Also rein in den Watson und Strecke machen. 380 Kilometer, fast 5 Stunden Fahrt liegen vor ihnen, bis zum Campingplatz in Wales. Das ist so schön hügelig hier. Das sieht aus wie Irland. Und da sind überall die Schafe. Auch so teilweise verwunschene Bäume. Du kommst auf einmal in eine Ecke, wo du merkst, okay, hier bist du jetzt, wo du vorher nicht warst. Hier ist irgendwas Neues. Wales. Ankunft mitten im Nationalpark Snowdonia in Nordwales. Hier liegt ihr nächster Campingplatz auf einer Farm mit Schafen. Die Campingplatzbetreiber mussten eben noch die Schafe zusammentreiben. Hi, nice to meet you. Had a good journey? Yes, a long one, but it was a good one. Where have you come from today? From Cambridge. Oh, so quite a way.
Umgerechnet 33 € kostet hier die Übernachtung mit dem Camper. Oh, guck mal, wie schön das da ist. Wow. Oh, that looks so lovely. Wonderful. That is beautiful. Direkt am Campingplatz fließt ein kleiner Fluss. Charlotte hat einen Ausflugstipp. Einen Stausee, der Wernwee Lake. Sie empfiehlt eine Wanderung zum Wasserfall, den man gesehen haben muss. Früher war Charlotte Friseurin, ihr Mann Anthony Maler. Vor knapp 8 Jahren änderten sie ihr Leben. We had a big change of direction. Die beiden erzählen, sie sind von England nach Wales gezogen. Das war ein Sprung ins Ungewisse für das Paar. We took a leap of faith and changed career completely. Mega geil. Was für ein schöner Platz. Einfach das ist das, was wir uns vorstellen von Camping in der Natur. Nette Leute, wunderschöner Empfang. Könnte nicht besser sein. 2 Tage lang wollen die Camper diese Naturidylle in Wales genießen. Dann wartet ihr großes Ziel. Dublin, die irische Metropole am Fluss Liffey. Der nächste Tag. Eine Erkundungstour im Snowdonia Nationalpark steht an. Ah, ich freue mich schon. Ich liebe solche Naturspektakel. Auf dem Weg zu einem Wasserfall passieren sie den bekannten Wernwee See. Hier fährt kein Auto mehr. Ab jetzt geht's zu Fuß weiter. Die kleine Wanderung führt am Fluss Wernwee entlang. Dann kommen sie ihrem Ziel näher, dem Rhivagor Wasserfall. Das ist extremst geil hier. Oh, da. Guck mal. Gehen wir uns den mal angucken? Wo ist der große Wasserfall? Guck mal hier, auch überall Wasser. Ich liebe es einfach nur. Durch die Natur hier hin zu wandern, ist das einfach ein Highlight am Ende einer Wanderung. Astrid wagt sich etwas höher hinauf. Mal einen Moment der Ruhe genießen und die Landschaft auf sich wirken lassen. Mir geht es im Urlaub gerade um die Natur-Highlights. Stadt habe ich zu Hause, Stadt habe ich im Job. Und deswegen liebe ich einfach das, was ich jetzt hier sehe. Es ist rau, es ist so, ja, es passt zu Wales. Ich finde es toll. Die Tour hat Fenja müde gemacht. Heute Abend gibt es Zweisamkeit. Deine Hände sind kalt, ne? Dankeschön. Sind wir bei Love Story? Astrid und Thorsten haben sich vor 16 Jahren kennengelernt. Da waren sie beide noch im Studium. Genauso offen und liebenswürdig bist du heute noch. Also von daher hat sich das nicht geändert. Der markanteste Unterschied ist das Alter gewesen. Alle anderen Sachen hast du dich doch genauso beibehalten. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich mich in den 16 Jahren geändert habe. Deswegen bin ich so überrascht über deine Antwort, weil ich finde schon, dass du dich geändert hast. Vielleicht ist es dann halt noch dieses Jugendliche gewesen, dann, als wir uns kennengelernt haben. Und da bist du jetzt halt einfach erwachsener, würde ich es jetzt mal so formulieren, geworden. Auch verantwortungsbewusster. Vor 7 Jahren haben sie geheiratet. Vor 4 Jahren kam Watson dazu und kurz danach ihre Tochter. Tatsächlich ist für mich das so die Erfüllung meiner Träume, die ich schon immer hatte. Der nächste Tag. Heute geht's noch mal ans Meer und für mich auch in meine Vergangenheit.
Da bin ich mal gespannt. Du hast doch so oft von erzählt, dass ich das jetzt mal live sehe. Deine Schule. Meine Schule, ich war Austauschschüler. Ja, ist deine Schule. Du hast davon echt oft erzählt. Vom Nationalpark Snowdonia geht's weiter an die walisische Nordküste, ins Seebad Colwyn Bay. Und hier wollen sie hin. Eine Privatschule, in der Thorsten als 15-Jähriger für einige Wochen als Austauschschüler war. Erinnerungen, die er gerne mit seiner Frau teilen möchte. Thorsten, weißt du noch, wo der Eingang ist? Ich war selber in einem Boarding Home. Ja. Das war die Straße irgendwo hoch. Das heißt, ich bin eigentlich immer von oben reingekommen. Die Privatschule ist 145 Jahre alt. Das letzte Mal war Thorsten vor 20 Jahren hier. Hello. Hello. How are you? Good to meet you, Thorsten. Pleasure to meet you. Nice to meet you. Hello. Nice to meet you, Astrid. Ein Lehrer ist Thorsten besonders in Erinnerung. Der war damals für die Austauschschüler zuständig. The teacher that was in charge was Robert Tickner. Is he still around? Sadly, he passed away. Aber Thorsten erfährt, dass dieser Lehrer Robert Tickner leider gestorben ist. Was a real nice guy. Erkennt Thorsten seinen Lehrer Robert Tickner auf den alten Fotos noch? Oh boy. Let's see. That's Robert, right? That is him, yes. Yeah, that's Robert. Yeah. Ich finde das mega cool, dass du den noch erkennst, einfach nach 20 Jahren. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Es sind vor allem die großen Räume und Säle, an die Thorsten sich erinnert. Zu seiner Zeit war dies hier die Mensa. We can go over to General Und Assembly. er möchte seiner Frau gerne die Aula zeigen, wo es zu seiner Zeit jeden Morgen Versammlungen gab. Service. Astrid ist beeindruckt. So eine Schule hat sie noch nie gesehen. That looks like Hogwarts. Das alles erinnert Astrid an Harry Potters Zauberschule. Houses that we have. Yes. Das war eine schöne Reise in die Vergangenheit. Für mich viele Erinnerungen. Das war toll, die Chance genutzt zu haben. Richtig schön. Es hat Spaß gemacht. Colwyn Bay ist ein beliebter Badeort. Als Schüler war Thorsten nie am Strand. Jetzt möchte er ihn gemeinsam mit seiner Familie entdecken. Ja, das ist doch gar nicht schlecht hier. Die Füße nass machen, oder, Fenja? Ja. Dann let's go. Komm. Kalt. Gleich müssen sie weiter. Astrid will an Orte, die sie von früher kennt. Hat schon viel Glück. Es sind nur noch wenige Stunden bis zum Ziel ihrer Reise. Die Fahrt mit der Autofähre nach Dublin dauert, je nach Wetter, bis zu 3,5 Stunden. Knapp 300 € hat Familie Maus dafür gezahlt. Hier in Dublin hat Thorsten als IT-Berater gearbeitet und Astrid ein Semester lang BWL studiert. Ihr letzter Besuch liegt 7 Jahre zurück. Und zu dritt waren sie noch nie hier. Und hast du schon die tollen Busse gesehen? So schön hier wieder zu sein. Ich habe das aber anders in Erinnerung. Diese moderne Fassade. Doch, das gab's da auch schon. Das ist dieser Durchgang und dann kommst du in den alten Bereich. Vielleicht war es damals einfach verregneter. Jetzt so in Sonnenschein kenne ich es nicht. Die Fassade gehört zum Trinity College, Irlands bekannteste und älteste Uni von 1592. Astrid hat eine Führung gebucht. Guck dir das mal an. Ist das nicht auch schön? Der Innenhof ist beliebt bei Studenten. Hi. Hi, how are you? Good. Welcome to Trinity. Dara Jane O'Sullivan führt Gäste durchs Trinity College. Im College gibt es eine Ausstellung über das Book of Kells,
Irlands größter Kulturschatz. Astrid hat von der Ausstellung gehört, war aber noch nie drin. Und auch jetzt hat sie versäumt, vorab Tickets zu kaufen. Überraschenderweise macht es Dara Jane aber dann doch möglich und führt Familie Maus zum Hintereingang rein. Hier können sie das Buch der Kelten bestaunen. Es ist aus dem Mittelalter, aufwendig dekoriert und enthält auf Latein die 4 Evangelien. Das Buch der Kelten ist eigentlich das berühmteste Buch, was man aus Irland kennt. Es ist sehr alt, das weiß ich. Und jeder Ire kennt es, jeder hat es mal gesehen. Und deswegen ist das einfach besonders heute, es auch mal selber sehen zu können. Dies ist die digitale Version des Buchs. In Wirklichkeit wird nur alle paar Wochen eine Seite umgeblättert. Ich dachte, dass wir nur eine ganz kleine Führung bekommen. Jetzt kriegen wir hier einen Einblick in alle Sachen. Wunderschön. Wahnsinn. Das Original Book of Kells liegt in einem Glasquader in der alten Bibliothek von Trinity. Diese Bibliothek war Inspiration für das Set der Schulbibliothek in den Harry Potter-Filmen. Es ist toll. Einfach toll. Ja. Die Bibliothek wird bald restauriert. Viele Bücher sind daher ausgelagert. Das war schon richtig cool. Auch ein Kuss für dich? Hat es dir auch gefallen? Das war echt schön. Mega geil. Als Studentin konnte ich es mir nicht leisten, hier das Book of Kells zu sehen. Das hat 30 € etwa gekostet. Das war viel Geld. Und heute ist es möglich gemacht worden, mit Fenja, Thorsten zusammen es zu sehen. Und irgendwie, es war mega beeindruckend. Ich weiß selber nicht, warum es mich so gepackt hat. Aber es ist toll. Toll, hier zu sein. Ja. Jetzt wollen sie einkehren. Dafür gibt es im Ausgehviertel Temple Bar mehr als genug Gelegenheiten. Hier treffen Folklore-Liebhaber aller Nationen aufeinander. Astrid ist begeistert. Aber Thorsten mag lieber die Ecken mit weniger Touristen. Wenn du eine Checkliste hast, was du in Irland an Klischees bedienen willst, dann kannst du sie hier halt in 15 Metern abhaken, ne? Es ist super schön gemacht, ne? Das muss man sagen, auch mit der Musik. Diese Location soll es sein. Eine ehemalige Kirche, umgebaut zum Restaurant. Ohne Reservierung geht hier nichts. Daran hat Astrid diesmal gedacht. In der Church waren wir super oft. Wenn wir hier waren, gemeinsam waren wir hier essen. Wir lieben das Ambiente, ist einfach cool. Und sowas ist mir in unserer Region in Deutschland überhaupt nicht bekannt. Also, Kirchen stehen leer, ja. Man kann auch was daraus machen. Und ich finde, es hat einen geilen Flair. Cheers. Prost auf eine schöne Zeit. Ihre Reise endet hier nach 1000 Kilometern. Von England über Wales bis nach Irland. Wie war der Campingurlaub insgesamt? Richtig besonders an dem Urlaub, das war das Wetter. Ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist und ob Petrus das besonders gut meinte. Es ist ein Traum. Wir sind auf jeden Fall als Familie weiter zusammengewachsen. Schöne Landschaften, schöne Fahrten. Wir haben tolle Leute kennengelernt und getroffen. Irland und England war auf jeden Fall so schön, inklusive Wales vor allem, dass wir definitiv noch mal herkommen. Das war nicht das letzte Mal.